Mein Name ist Bettina Dieterle, ich bin Fachärztin für Anästhesie und Schmerztherapie und viele Jahre in der Palliativmedizin tätig. Zuerst im Krankenhaus und seit 2009 im ambulanten Bereich. Mit meinen Kollegen in der Praxis und nach Gründung des Stützpunktes für ambulante Palliativversorgung sind wir immer wieder im häuslichen Umfeld in schwierige Situationen mit Patienten und den Angehörigen gekommen. Diese treten vor allem dann auf, wenn die Menschen alleine leben oder wenn die betreuenden Personen über die lange Zeit in eine Krisensituation dann mitgeraten. Hier braucht es zusätzliche finanzielle Unterstützung, da viele Zeiten, die abgedeckt werden müssen, von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Tagsüber kann das dann schon mal die Nachbarschaft oder auch Freunde übernehmen, aber wenn es zu vielen Krisenzeiten in den Nächten kommt oder es eben auch über einen langen Zeitraum geht, ist dies nicht mehr zu handeln. Und hier braucht es dann zusätzliche kompetente Kräfte, die in den Familien Unterstützung leisten. Für mich persönlich ist Abschied nehmen nicht einfach. Die Endlichkeit dieses Erlebnisses. Und für mich ist es dann tröstlich, wenn es ruhig im Kreise der Familie passieren kann. Mir kommt hier ein junger Mann in den Sinn, den wir eine ganze Zeit lang begleitet haben. Er hatte ein weit fortgeschrittenes Bronchialkarzinom. Vor allem in den Nächten hat er Schmerzdurchbrüche, wo viele Medikamentengaben auch notwendig wurden, Angstzustände und Luftnot. Und es wurde für die Ehefrau jede Nacht zu einer neuen Herausforderung. Sie selbst war dann schnell auch in dieser Situation überfordert, auch weil sie selber psychisch nicht stabil war. Sie litt unter einer schweren Depression und erlebte da eine große Hilflosigkeit mit ihrem Mann. Und uns war schnell klar, hier braucht es Unterstützung, weil sonst das Zuhause nicht mehr funktioniert. Und so konnten wir durch die Unterstützung mit der Stiftung hier Nachtdienste etablieren, sodass dieses Ehepaar auch die letzten Tage zu Hause gemeinsam verbringen konnte. Und das Beispiel zeigt mir halt auch, wie wichtig es zu Hause ist, die letzte Zeit für die, die dann auch zurückbleiben, die mit ihrer Trauer klarkommen müssen, mit dem, was sie da geleistet haben, dass man doch dann diese Nähe auch nochmal nutzt. Das ist für mich dann auch gelungene Palliativversorgung, wenn es bis zum Schluss zu Hause in einem möglichst ruhigen Zustand gehalten werden kann und derjenige dann eben auch mit Begleitung der Angehörigen zu Hause versterben kann. Das ist uns nur möglich durch ein Netzwerk mit kompetenten Pflegekräften, die unsere medizinischen Maßnahmen unterstützen und letztendlich es auch zum Gelingen bringen, dass jemand zu Hause gut symptomkontrolliert versterben kann. Uns ist es ein Anliegen, dass es die Regel ist, dass es nicht eine Ausnahmesituation sein sollte, dass jemand zu Hause im häuslichen Umfeld mit der Familie versterben kann, auch wenn er eine schwierige Erkrankung hat mit viel Symptomlast, sondern es soll die Regel sein. Und das versuchen wir mit Hilfe der Stiftung auch gelingen zu lassen. Dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung, um über die Stiftung die Mittel an die richtige Stelle zu bringen.